Um ein gutes, professionelles und zielgerichtetes Tennistraining durchführen zu können, bedarf es natürlich auch einiger Hilfsmittel. Im kommenden Video möchte ich euch zeigen, welche Trainingshilfen, Trainingsmaterialien ich euch empfehlen würde, damit euer Start ins Tennistraining oder der Start an eurer Schule oder in eurem Verein auch wirklich gelingt. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Martin und willkommen zu einem neuen Video hier in meinem Kanal. Wenn dir das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Like von dir freuen. Drück auf die Glocke und dann verpasst du kein Video mehr von mir. So, kommen wir zum dritten Punkt und das ist nämlich das Trainerzubehör. Und hier möchte ich anfangen mit den richtigen Ballkörben. Also, wenn ihr vorhabt, euch einen Ballkorb zuzulegen, gibt es auch hier einige Dinge, die ihr beachten solltet. Ballkörbe finde ich immer ganz gut, hier diese Varianten. Warum? Weil man mit diesen entsprechend sogar auch Bälle sammeln kann. Das heißt, wenn Bälle hier auf dem Boden liegen, dann kann ich einfach den Korb umdrehen, ja, und kann jetzt entsprechend hiermit meine Bälle, die auf dem Boden sind, aufnehmen. Viele lachen mich immer noch aus, dass ich dieses schöne Modell hier benutze. Ja, ihr werdet es nicht glauben, weil mit diesem Ballkorb habe selbst ich als 5-Jähriger damals noch Training bekommen. Ja, das heißt, dieser Korb hier ist fast über 30, 35 Jahre alt und ich nutze ihn heute noch in meinem Training, weil er einfach mega gut ist und das ist nämlich der zweite Punkt, auf den ihr achten solltet, nämlich das Gewicht. Dieser Korb ist optimal, finde ich, er ist nicht zu schwer. Das ist nämlich auch eine ganze Sache. Wenn ihr nämlich Kinder habt und die müssen so einen riesenschweren Ballkorb schleppen, dann ist das natürlich nichts. Also dieser Ballkorb ist schön, super leicht. Händlich gibt es halt nicht mehr zu kaufen, aber es gibt hier solche Geschichten. Also das hier ist ein Ballkorb, den ich zum Beispiel empfehlen kann. Den gibt es auch bei Tennis Point zu kaufen. Das ist der sogenannte Gamma-Ballkorb, auch super stabil, steht gut. Kann man hier entsprechend auch einrasten lassen, dass der Ballkorb nicht entsprechend auseinandergeht und umfällt und hat dadurch einen sehr, sehr sicheren Stand. Etwas kleines Manko ist, er ist doch ein bisschen schwer, hat aber dann hier unten noch so ein paar Rollen, sodass man ihn auch über den Boden ziehen kann. Ein Tipp von mir auf jeden Fall, beim Ballkorb nicht an ein paar Euro sparen. Ich habe durchaus Modelle schon gehabt, die waren relativ günstig und sind auseinandergeflogen und ständig flog der Korb auseinander. Die hatten schlechte Scharniere. Und dann besser Finger von lassen, damit macht ihr euch nur unglücklich. Gebt 1, 2 Euro mehr aus. Das ist mein Tipp für einen vernünftigen Ballkorb. Ja, es gibt natürlich hier auch noch die Eimer. Man kann auch 2 Eimer übereinander stellen, durchaus auch möglich. Allerdings bin ich da nicht so der Freund von, weil ja, hier hat man nicht die Sammelfunktion. Das heißt, diesen Korb muss man immer entsprechend händisch füllen. Und ja, das ist dann ja, ein bisschen unschön, geht dann in den Rücken. Ne, wenn ihr als Trainer 5, 6, 7 Stunden eventuell am Tag auf dem Court steht, dann ist jede Hilfe natürlich recht. Und deswegen würde ich so einen Korb immer einem Eimer vorziehen. Kostenpunkt für einen guten Ballkorb, ich denke, da solltet ihr schon 30 Euro mit rechnen. 30 Euro kann man dafür ausgeben und dann habt ihr auf jeden Fall was Vernünftiges. Was ich euch beim Thema Ballkörbe natürlich nicht vorenthalten möchte, ist dieses Schätzchen hier. Von der Firma Babolat habe ich jetzt hier eins, aber gibt es auch von anderen Herstellern. Bestehend aus dieser Stofftasche mit Reißverschluss. Und da sind dann die Bälle drin. Platz für ca. 120 Bälle, das ist eine ganze Menge, das ist ein bisschen mehr, als in die Ballkörbe gehen. Und der Vorteil hier an der Geschichte ist, dass natürlich einmal man einen sehr stabilen Wagen hat. Also hier ein Umfallen ist eigentlich ausgeschlossen. Das ist auf jeden Fall der Hauptvorteil von diesem System. Man kann es wunderbar leicht abmontieren, also man nimmt einfach das raus, hat dann die Stofftasche in der Hand, kann damit dann entsprechend auch sammeln. Und natürlich hier dieses Gestell ist dann auch sehr, sehr einfach und platzsparend dann hinterher zu verstauen. Nachteil dieses Systems ist, es ist mit 100 Euro doch relativ teuer und eine fehlende Sammelfunktion. Also hier müsste man natürlich händisch sammeln, mit Ballröhren natürlich auch kein Problem. So, als nächstes möchte ich euch auch diese Sammelröhren mal ans Herz legen. In Zeiten von Corona war das auf jeden Fall ja, eine Sache, die relativ lange ausverkauft war. Stichwort kontaktloses Sammeln war relativ wichtig. Daher, ja, diese Sammelröhren kann man dann desinfizieren und natürlich dann eben halt auch kontaktlos sammeln. Funktionieren folgendermaßen: Ich kann hier den Ball entsprechend aufnehmen mit einer Seite und die andere Seite ist etwas größer und damit kann ich dann entsprechend ganz einfach die Bälle, die gesammelt wurden, dann wieder in den Korb zurückmachen.
Tolle Sache, muss sich nicht bücken, rückenfreundlich und mit knapp 25 bis 30 Euro pro Röhre ist es relativ ein teurer Spaß. Also ihr braucht wahrscheinlich, wenn ihr dann Gruppentraining wieder machen könnt, wahrscheinlich dann 3 bis 4 Sammelröhren und ja, ist auf jeden Fall ein Kostenpunkt. Daher verwende ich sie jetzt nicht unbedingt, da ich ja hier die Körbe habe, mit denen ich sammeln kann. Aber mit Sicherheit eine sinnvolle Sache und empfehlenswert. So, kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich den Kleinfeldnetzen. Kleinfeldnetze gibt es in 3 bis 6 Metern Länge. Ich habe hier eins von Babolat. Sicherlich eine Sache, die jeder Tennisverein haben sollte. Jeder sollte so ein mobiles Kleinfeldnetz haben. Einfach aus dem Grund, da natürlich auch Kinder oder Kindertraining im Kleinfeld durchgeführt werden kann, dass die noch nicht über die großen Distanzen spielen und man eben zügig auf- und abbauen kann. Also sicherlich sehr empfehlenswert und ein Must-have, denke ich mal, in jedem Verein und jeder Schule. Die Netze sind hier in diesen Beuteln dann immer verpackt, sehr platzsparend, kann man mit hinnehmen, hat auch eine Trägergurt hier für über die Schulter und ja, wie gesagt, in 3 Metern und 6 Metern Länge erhältlich. Kostenpunkt von so einem Kleinfeldnetz ca. 70 bis 90 Euro. Das nächste, was ihr für euer Training natürlich haben solltet, sind Zielmarkierungen. Zielmarkierungen, und da nutze ich ganz gerne hier diese Pylonen, diese Hütchen. Kann man wunderbare Sachen mitmachen. Man kann damit natürlich die Felder abstecken. Man kann Trefferziele für das zielgerichtete Spielen natürlich aufstellen. Man kann eine Pyramide bauen für Kids, die lieben das, die umzuhauen. Man kann Beinarbeitübungen damit machen. Alles möglich. Schön ist natürlich auch, wenn sie in unterschiedlichen Farben sind. Dann kann man sie zum Beispiel für Koordinationsspiele und so weiter auch verwenden. Es gibt sie in natürlich etwas größerer Auffertigung, hier mal in grün. Dann gibt es sie auch hier nochmal groß und auch mal in einer kleineren Variante. Hier würde ich einfach mal ein paar kleine, ein paar große haben. Achtet auf das Material, dass das nicht so ein Hartplastik ist, weil umso schneller gehen sie natürlich auch kaputt. Gerade wenn ihr sie als Zielfeld im Prinzip benutzt, dann kann es natürlich relativ schnell sein, dass die brechen. Die Hütchen hier sind so gut wie unkaputtbar. Das ist ein ganz gutes Material. Das ist so ein etwas weicheres Plastik und weicherer Kunststoff. Und ich glaube, ich habe die schon bestimmt 12 Jahre, 13 Jahre im Einsatz und ja, ist noch nichts dran. Schön ist natürlich auch, wenn ihr so Hütchen habt hier mit Löchern. Da kann man natürlich dann auch Stangen reinsetzen, kann man sich daraus auch eine Hürde bauen. Also sowas ist sicherlich auch recht sinnvoll. Das haben die allermeisten, haben das auch schon immer gleich parat. Kostenpunkt von so Hütchen ist natürlich ganz unterschiedlich auf der Größe und nach dem Material. Ich sag mal so, 10 bis 12 Euro müsst ihr pro Stück mit Sicherheit einrechnen. So, dann hier ein Tool, was ich wirklich häufig im Tennistraining verwende. Das sind die sogenannten Markierungsteller. Ja, die Markierungsteller auch mega vielseitig. Kann man wunderbar, dadurch, dass sie unterschiedliche Farben haben, für Kinder als Reaktion, Koordinationsübungen nehmen, für Beinarbeitsübungen. Man kann hier auf die Teller einen Ball drauflegen, mit dem man die Bälle hin und her transferieren kann. Man kann Stangen drauflegen, mit denen man dann entsprechend Hürden machen kann. Also ganz wirklich wichtige Hilfsmittel, die wir hier haben, und die gibt es im Prinzip auch als Set. Die kommen dann wirklich so hier mit einer Halterung und Kostenpunkt hierfür ca. 20 Euro, 25 Euro für dieses Set. Kommen wir zu ein, zwei weiteren ganz wichtigen Sachen, die ihr auf jeden Fall als Tennistrainer haben solltet. Das sind hier auf jeden Fall Linienmarkierungen. Auf Sand könnt ihr beispielsweise einen Linienbesen nehmen. Hier in der Halle braucht ihr auf jeden Fall diese Markierung. Natürlich, um Zielfelder abzustecken, um entsprechend Linienfelder zu verkleinern, um ja, ich sag mal, einen Half-Court zu bilden, und dafür ist das ganz wichtig. Diese gibt es hier auch zum Beispiel als Teller. Wenn ihr zum Beispiel Beinarbeitübungen machen wollt, dann kann man wunderbar hier diese verwenden, und hier die gibt es eben als Set von der Firma Treton zum Beispiel, entsprechend auch mit Winkel. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise eine Trefferzone machen möchte, dann kann man auch die Winkel benutzen. Kostenpunkt für so ein, ich glaube, 12er Pack ist das gewesen, circa 30 bis 35 Euro. Aber das solltet ihr auf jeden Fall vor allen Dingen beim Hallentraining Indoor haben. Sicherlich auch noch empfehlenswert, die habe ich jetzt leider allerdings nicht hier, blende ich euch aber ein.
Das sind diese Markierungslinien, diese Markierungsbänder zum Abstecken des Mittelfeldes. Da gibt es Varianten für den Sandplatz mit Nägeln oder eben aber auch für die Halle zum Aufkleben. Sicherlich auch wichtig, dass ihr das Mittelfeld, wenn ihr dann Training im Mittelfeld anbieten wollt, dass ihr dann das Mittelfeld einfach und schnell abdecken könnt. Hier sind diese Markierungen nicht ganz so gut, denn ja, häufig verrutschen die dann, weil die Spieler relativ häufig drüber laufen und dann ist es ein bisschen nervig. Alternativ könnt ihr natürlich auch einfach ein Kreppband nehmen und was man dann auf dem Teppich zum Beispiel oder eben auf dem Hardcourt wieder abziehen kann, tut es auch. Aber diese extra Linien für das Abstecken des Midcourts kann ich euch auch empfehlen. Sicherlich auch vernünftig, wenn man das dann eben hat. So, das hier darf auch in keinem Tennistraining fehlen, eine sogenannte Koordinationsleiter. Mit der Koordinationsleiter könnt ihr tennisspezifische Beinarbeitübungen machen. Ihr könnt das Ganze in euer Tennistraining einbauen. Und sicherlich auch wichtig zu haben, würde ich auf jeden Fall immer dabei haben. Und Kostenpunkt für so eine Leiter, die gibt es in 5 und 6 Metern, glaube ich, aber sicherlich auch noch in anderen Längen, ca. 25 auch bis 30 €. Zum Thema Koordinationsleiter habe ich sogar ein eigenständiges Video gemacht. Wenn ihr das noch nicht kennt, schaut mal rein, ich blende es euch ein und dann viel Spaß mit dem Video. So, und dann kommen wir zu diesen kleinen Helferlis hier. Das ist auch mit Sicherheit etwas ganz Wichtiges, nämlich Bälle in unterschiedlichen Arten. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den ganz normalen Gymnastikball, würde ich das mal jetzt nennen. Kann man wunderbar Prellübungen machen für die Kinder und auch eben für andere Sachen kann man die benutzen für unterschiedliche Koordinationsaufgaben. Sicherlich nicht verkehrt, in unterschiedlichen Größen immer ein paar Bälle zu haben. Und dann haben wir natürlich hier mein Lieblingsball, ja, Felix Magath lässt grüßen, den Medizinball. Ne? Medizinball, wunderbar, 2 Kilo, 1 Kilo, kann man wunderbar, ja, sage ich mal, Schwungübungen mitmachen. Natürlich Kraftschnelligkeit ein Thema und sicherlich eine der wichtigsten Sachen für euer Tennistraining, kann ich nur empfehlen. Kostenpunkt von so einem Medizinball ca. 20 €. Übrigens, es gibt auch ein Video, das habe ich gemacht nur zum Thema Medizinball. Wenn euch das interessiert, schaut mal rein, ich verlinke es euch und dann viel Spaß mit diesem Video. Kommen wir zu diesem netten Hilfsmittel hier, nämlich einen sogenannten Stepper. Würde ich auch in eurem Tennistraining auf jeden Fall dabei haben. Kann man wunderbar Split-Step-Übungen machen, Schlagübungen, Beinarbeit könnt ihr wunderbar damit machen. Zu dem Zeitpunkt, wo das Video jetzt online geht, habe ich da wahrscheinlich noch kein eigenständiges Video von gemacht. Wenn das aber online ist, werde ich euch hier jetzt nochmal verlinken. Schaut euch das gerne auch mal an. Und da werdet ihr sehen, was man alles an Übungen mit diesem Stepper quasi machen kann. Kostenpunkt für so einen Stepper 30 bis 40 €. Auch hier natürlich schaut in die Videobeschreibung unter dem Video. So, kein Muss, aber mit Sicherheit auch eine nette Sache, mit der man gut Gleichgewicht im Prinzip üben kann, ist das sogenannte Balance Board. Ja, diese Balance Boards, auch eine nette Sache für euer Tennistraining, kann ich euch nur empfehlen. Ja, Kostenpunkt hier ca. 20 € und ja, mit Sicherheit kein Must-Have, aber nice to have. So, das kennen wir alle. Springseile, perfekt zum Warm-up, zur Koordination. Sicherlich nicht verkehrt, auch das zu haben in eurem Tennistraining. Ja, Springseile, ein Set, 4 Stück, Kostenpunkt ca. 5 € pro Seil. Hier würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, diese Speed-Seile zu nehmen, also die hier so mit so einer Ummantelung sind. Ja, es gibt auch so, sage ich mal, so Seile, also so richtige klassische Seile, die sind aber meist nur langsam und macht nicht wirklich Spaß damit zu springen. Also hier solltet ihr vielleicht die 1-2 € mehr investieren in so einen Speedseil. Dann gibt es noch weitere Helferlis, nämlich zum Beispiel so Resistenzbänder, die man natürlich haben kann. Kein Must-Have, würde ich sagen, allerdings auch nice to have. Wenn ihr das habt, könnt ihr natürlich noch mal ein paar Sachen mehr machen, aber mit Sicherheit jetzt nicht was ihr unbedingt für euren Start ins Tennistraining am Anfang braucht. Hier jetzt noch mal ein paar weitere Helferlis, nämlich diese Ringe. Nutze ich auch relativ häufig im Training, unterschiedliche Farben. Kann man wunderbar Beinarbeitübungen mitmachen und ich kann euch nur empfehlen, hier auch mal so eine Kollektion an 10, 15 Ringen. Sicherlich nicht verkehrt, gut für Kids zum Spielen oder eben halt auch für Erwachsene Beinarbeit und weiteres. Kostenpunkt für so ein Set 15 bis 20 € und auch hier verlinke ich euch natürlich unter dem Video. Dann gibt es noch die sogenannten Spaßbälle bzw. Reaktionsbälle. Hierzu hatte ich auch ein eigenständiges Video mal gemacht, schaut mal rein. Ganz interessante Übung, die man damit machen kann.
Übung, also man lässt ihn runterfallen und dann springt der Ball in unterschiedliche Richtungen. Super für Kinder zur Übung von Koordination, Reaktion und mit Sicherheit bei 8 € pro Stück etwas, was man im Tennisbedarf dabei haben sollte. So, das war mein Video zum Trainingsmaterial. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ihr könnt euch jetzt besser vorstellen, was ihr braucht, was ihr vielleicht nicht braucht. Und ja, danke euch fürs Zuhören und Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Martin.